long and dark. Haven't dreamt I was in pursuit, piling on the circular talk, just like I used to do. I suppose this is serious love. Ja, wir wollten hier in den Canyon wandern, immer so den Fluss lang, also den Namen kann ich nicht so richtig aussprechen. Und eigentlich auf unserer Wanderkarte war hier auch ein Weg. Also hier ist ja auch ein Weg, sieht man auch immer noch. Aber die Brücke gibt es leider nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück und uns weiter unten am Fluss da einen Übergang suchen, damit wir in den Canyon reinkommen. Ja, da haben wir mal wieder gedacht, wir sind ganz klug und kürzen den Wanderweg ein bisschen ab, weil die ersten 3 Kilometer ist der Wanderweg eigentlich auf so einer Straße gewesen. Und wir sind hier halt ein bisschen hochgefahren, weil ja, mit Allrad ging das ganz gut, war ein recht steiniger Weg, aber war kein Problem und haben uns da auf so eine Wiese gestellt, auf so einen kleinen Parkplatz und sind von da aus losgewandert. Und auf unserer Karte war halt diese Brücke da auch noch als intakt eingezeichnet, aber wie man gesehen hat, ist sie das ja nicht mehr. Und jetzt müssen wir halt den ganzen Weg, also entweder wir fahren jetzt zurück, aber das werden wir nicht machen, wir werden jetzt halt die 3 Kilometer, die wir vorhin raufgefahren sind gerade, wenn wir jetzt runterwandern bis zu der letzten Brücke, die intakt ist. Das ist eigentlich der Platz, wo wir heute Morgen standen, von dem die meisten Wanderer gestartet sind. Also wieder auf Anfang zurück. So, wir haben die intakte Brücke gefunden. Ja, wir sind jetzt hier wieder auf so einem Campingplatz, also nicht so einem typischen Campingplatz, wie man die so kennt. Hier ist es eher so ein bisschen Privatgrundstück und das bewirtschaftet halt jemand. Und wir sind jetzt hier gerade bei Vesco. Das ist ein total gastfreundlicher, lieber Mensch. Der lebt hier alleine und hat ein riesengroßes Grundstück und hier kann man halt eben parken. Und der bietet auch Quittenschnaps zum Beispiel an, der richtig gut schmeckt. Aber der verkauft auch selbstgemachten Käse und Brot und Milch und so weiter, wenn man das möchte. Und ja, hier haben wir uns sehr wohl gefühlt. Ja, wir sind gerade auf dem Weg in den Prokletje Nationalpark, genau so heißt er. Da liegen auch mit die höchsten Berge Montenegros. Und ja, ich glaube, es sind jetzt noch 80 Kilometer, die wir noch fahren müssen. Und wir haben uns jetzt hier an so einer Passstraße hingestellt, auf wundervolle Aussicht. Und hatten gestern Abend dann ein paar Probleme, als wir dann uns Wasser essen machen wollten. Haben wir die Wasserpumpe eingeschaltet, das ist so eine Druckwasserpumpe, die wir mal ausschalten. Und die hört irgendwie nicht auf zu pumpen. Und das Problem war halt, da ist ein Schlauch abgegangen am Boiler. Und ja, pumpte das Wasser in den Innenraum. Das mussten wir gestern erstmal alles sauber machen, war ein bisschen ärgerlich. Aber zum Glück haben wir es halt gleich gemerkt, gleich wieder aus und vielleicht 2-3 Liter sind reingegangen. Ja, wir haben das Ganze jetzt repariert. Also an sich war einfach die Schlauchschelle kaputt, dadurch ist der Schlauch runtergerutscht. Ist auch ein bisschen ungünstig konstruiert, weil da kommt halt ein blankes Edelstahlrohr raus. Und nachdem die Schelle halt so ein bisschen angebrochen war, ist der Schlauch halt gleich runtergerutscht. Und ja, jetzt geht's aber wieder. Also wir haben ja so ein System, wir machen mit der Motorabwärme machen wir Warmwasser. Also das ist ein 20 Liter Boiler und ist halt an dem Motorkreislauf über einen separaten Wärmetauscher mit dran. Und wenn der Motor halt warm genug ist, dann schaltet sich eine Pumpe ein und erhitzt dann halt das Wasser im Boiler.
Und funktioniert auch übrigens sehr gut. Ja, wir sind hier immer noch in der Prokletje-Schlucht und das ist hier sehr wasserreich. Also der Wasserspiegel ist heute Morgen auch nochmal ein bisschen gestiegen und wir stehen auch mit den Vorderrädern komplett im Wasser und hier kommt auch überall aus dem Boden sprudelt so ein bisschen Wasser raus. Wir wollen jetzt aber noch ein bisschen weiter in die Schlucht reinfahren. Also wir waren hier gestern auch noch ein bisschen in der Gegend wandern, das ist auch alles echt hübsch, hier gibt es ein paar schöne Quellen und sowas. Und man kann jetzt also noch mit, also der Weg ist recht unwegsam, aber eigentlich für uns kein Problem. Kann man jetzt noch so ungefähr 10 Kilometer die Schlucht weiterfahren und von da aus loswandern. Und eigentlich wollten wir auf den Maya Kolak oder Maya Rossit. Das sind nicht die höchsten Berge Montenegros, auch wenn sie höher sind als der höchste Berg Montenegros, aber die zählen nicht als der höchste Berg Montenegros, weil sie halt genau auf der Grenze zu Albanien liegen. Also die teilen sich sozusagen diesen Berg. Und ja, ist halt ähnlich wie der Bodensee in Deutschland, der ja auch nicht der größte See ist, weil er genau auf der Grenze liegt. Und ja, wir wollen die Tour aber heute nicht machen, weil das Wetter ziemlich instabil ist. Gerade scheint zwar die Sonne, aber die Vorhersage gegen Abend ist jetzt nicht ganz so gut. Kann halt sein, dass es regnet oder in den Bergen ein bisschen schneit. Deswegen haben wir uns eine etwas einfachere Wandertour rausgesucht und wir wollen halt über die albanische Grenze und wollen da zu diesem See. Ich glaube irgendwie Great Lake of Buni-Jezers oder ich weiß nicht genau, wie man das spricht. Auf jeden Fall ist der irgendwie auf fast 1800 Meter Höhe und soll ganz hübsch aussehen. Also die Idee war, eigentlich wollten wir sowieso zu diesem See von der albanischen Seite, aber da sind wir ja damals nicht hingekommen, weil ja noch alles unter Schnee lag und sind aber ganz zuversichtlich, dass das heute klappen wird. Ich glaube, wir sind zu spät dran. Ich glaube, der Regen fängt schon an. Ja, hier wird es jetzt ein bisschen schwierig fürs Auto. Also die Bäume, die stehen doch ein bisschen doll quer, deshalb haben wir ihn jetzt unten stehen lassen und wandern halt den Rest des Weges weiter. Ja, hier wäre natürlich ein mega schöner Campground, aber der Weg ist halt wirklich nicht passierbar. Also da liegen zu viele Bäume.
dark, having dreamt I was in pursuit, piling on the circular talk, just like I used to do. I suppose this is serious love, the kind that just won't be snubbed, the kind of love that never dies, the sort of stuff that ruins lives. Burn the love dreams, burn for safekeeping. Ja, wir sind jetzt zurück in Albanien und da hinter den Bergen, da liegt der Theth Nationalpark, in den wir ja eigentlich mal wollten. Es ist gerade ein bisschen gruselig, aber plötzlich hat hinter uns irgendein Tier angefangen so zu schreien. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber es kommt zwischendurch mal näher und hört sich groß an. Hier ist jetzt ein Stein, das könnte sogar ein Grenzstein sein. Den haben wir vorhin gar nicht gesehen, weil auf unserer Karte ist die Grenze eigentlich erst 50 Meter später. Aber wahrscheinlich wird das der Grenzstein sein. Ich bin in Albanien, du in Montenegro. Wollen wir mal tauschen? Albanien!